Spielt ihr aktuell auch so gerne Rebus Ranked und ihr fragt euch, wie zur Hölle die besten Spieler der Welt es schaffen, ständig so erfolgreich zu sein, so schnell aufzusteigen und einfach, ja, gefühlt fast immer über 20 Kills zu machen und die Gegner wie Bots dastehen zu lassen? In diesem Video erkläre ich es euch im Detail, bleibt unbedingt dran. Uns macht Rebus Ranked sehr viel Spaß aktuell, auch bei uns im Discord ist im Ranked-Chat so viel los wie noch nie, also scheinbar sucht auch ihr ein festes Team. Wenn du jetzt auch ein festes Team suchst, dann komm jetzt unbedingt in unseren Discord, wir sind eine große Community von Anfänger bis Fortgeschrittene, da warten die richtigen Jungs auf euch und jetzt legen wir los mit der Analyse des besten Spielers der Welt. Let's go! Okay, let's go. Also wir gehen in die Analyse und wie ihr schon sehen könnt, ich bleibe dabei. Biffle zusammen mit seinem Team Shifty und Hisoka ist für mich das beste Team bisher in Warzone. Das habe ich ja auch schon letztes Jahr vor der WSOW gesagt, habe ich Biffle auch schon mal analysiert und habe in der Analyse mich festgelegt, dass sie die WSOW gewinnen werden. Haben sie dann auch gewonnen. Ich meine, die hatten ja davor das Jahr auch schon gewonnen und ja, ist einfach ein so starkes Team. Ich kann euch das übrigens nur ans Herz legen. Schaut euch mal die WSOW an. Schaut euch mal Biffle, Hisoka und Shifty an, wie die in so einer Runde agieren. Da lernt man so viel. Im Grunde geht es am Ende auch sehr viel um Geldmanagement. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ich vielleicht auch mal so ein WSOW-Match analysieren soll. Es ist super interessant, wenn man sich damit ein bisschen im Detail beschäftigt. Also, meiner Meinung nach ist Biffle zumindest mal einer der besten Spieler der Welt und ich liebe es wirklich, ihm zuzuschauen, weil er auch einfach von der Persönlichkeit her so ein ruhiger Typ ist, immer einen klaren Kopf in den Situationen behält und die Situation einfach immer versucht, so sauber wie möglich auszuspielen, so wenig Fehler wie möglich zu machen. So, in diesem Video gehe ich aber auf einen Wunsch der letzten Kommentare drauf ein. Und zwar hat sich jemand gewünscht, dass ich vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr auf Situationen mehr im Detail eingehe. Und deswegen springen wir jetzt gleich immer so zu ein paar Situationen, die mir so aufgefallen sind, wo ich der Meinung bin, da kann man gut was zeigen und auch erklären, warum eben, wie im Intro ja schon erwähnt, so ein Spieler wie Biffle so extrem stark ist. Und wir kommen jetzt auch direkt zur ersten Situation. Und ich will die jetzt erstmal so ein bisschen durchlaufen lassen, ohne zu stoppen, bevor ich dann vielleicht nachher nochmal so ein bisschen im Detail pausiere. Er geht hier hoch, er ist alleine. Die kämpfen auch hier für sich allein. Sieht jetzt hier einen Gegner. Ist auf dem Radar, auf dem gegnerischen Radar sichtbar. Finisht ihn hier, kriegt direkt Shots von hinten und hat jetzt 2 Punkte vor sich. Also es ist so ein 1 gegen 2 und die Shots, die er natürlich hier setzt, sind extrem. Und versucht ihn hier zu finishen, weiß aber direkt, dass es 2 waren. Und das, was er hier gemacht hat, war schon wieder krass. Und das war ja kein Zufall. Und die Nace, die er jetzt wirft, macht schon wieder einen Schaden, kann dadurch hochpushen. Und stellt sich hier wieder so, dass er wirklich schnell wegkommt und kann halt einfach, ja, das Team rausholen und so ein 1 gegen 2 easy ausspielen. Und was ich hier im Detail nochmal zeigen will, wir gehen zurück. Also er sieht jetzt ja schon oben auf dem Radar einen Punkt. Und klar, diese Jungs, das darf man jetzt auch nicht zu ernst nehmen, das sollte man auch nicht nachmachen. Die spielen hier so ein bisschen einzeln für sich, weil sie halt auch einfach extrem stark sind. Wir haben eben gesehen, er hat minus 170 SR beim Start gehabt. Allein das, also er scheint ja gerade hier Top 250 Platz 70 zu sein. Das muss man sich alleine schon mal auf der Zunge zergehen lassen. All die gerade Rebus Ranked spielen, wissen, dass wenn man mal eine richtig gute Runde hat mit, sagen wir mal, Platin oder Diamond, da hast du ja minus 70, minus 80 SR, so in dem Bereich, und man dann eine 150er Plus Runde macht, das heißt, dann hat man die Runde gewonnen und hat vielleicht noch zwischen, ich sag mal, 5 bis 12 Kills geschafft, extrem stark. Und dann hat man vielleicht plus 150 SR gemacht und der bei minus 70 und er hat halt minus 150 SR. Also er muss ja immer ins Endgame kommen und immer mindestens 10 Kills machen, gefühlt. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, um überhaupt Plus zu machen. Also allein das, da sieht man mal, wie konstant so ein Spieler gut sein muss. Ne? So, jetzt hat er den da oben auf dem Radar gesehen und pusht hier jetzt. Er weiß, dass er jetzt aber auch im gegnerischen Radar ist. Geht natürlich entsprechend vorsichtig vor. Was ich jetzt aber so ein bisschen mitgeben will, sind Thema Map-Kenntnisse. Er holt ihn hier. Will natürlich den Finisher, weil mit dem Finisher kann er natürlich direkt wieder aufs Radar gucken und sieht jetzt hier einen also einen Punkt mit einem Pfeil nach oben und sieht dann gleichzeitig den Typ auch da stehen. Ne? Also er ist ja hier eine Ebene über ihm
Somit ist der schon mal klar. Und hier sieht er nur einen Punkt ohne Pfeil. Das heißt, er weiß hier hinten, hier ist ja ungefähr die Zipline. Das heißt, er muss hier irgendwo hinter sein. Also hat er jetzt ein 1 gegen 2, was er jetzt ausspielen wird. Guckt kurz und klar, diese Head-Glitch-Situationen hier sind immer, kennen wir, ne, macht er sehr gut, aber hittet natürlich auch krasse Shots und kann ihn dann schon mal knocken. Guckt gleichzeitig, ob der andere pusht. Will aber natürlich jetzt, weil er hier hört, er will sich wiederbeleben, will ihn natürlich sofort finishen. Nur natürlich ist jetzt auch klar, dass wenn er ums Eck kommt, das wundert mich auch erst, dass er erst hier drauf schießt, weil dass er jetzt da steht, ist eigentlich glasklar, aber er will ihn einfach nur schnell finishen und wahrscheinlich dann hinter der Deckung verschwinden. Merkt aber, dass das nicht so richtig klappt. Und jetzt kommt ein Move, Thema Map-Kenntnisse. Also das ist so eine ganz kleine Sache, die aber extrem entscheidend ist, weil er geht jetzt hier auf diese Kante und er weiß halt, dass man hier runter droppen kann. Und das macht er sich jetzt auch zunutze. Ne? Er droppt runter, kann dabei aber den einen schon wieder knocken, platziert sich währenddessen, ihr wisst, immer in Bewegung bleiben, sofort, immer platzieren. Er hat ja auch hier dieses Perk zusammenflicken, dass man sich praktisch platzieren kann und währenddessen auch noch schießen kann. Das ist extrem stark. Geht jetzt also hoch, hat aber auch gleichzeitig schon wieder eine Nade geworfen. Der eine war ja genockt, schon wieder. Der hatte also sein Wiederbelebungskit ja schon aufgebraucht. Das heißt, Biffle weiß in dem Moment, der andere, also der letzte Verbleibende, müsste ihn jetzt wiederbeleben. Die Zeit gibt er ihm gar nicht, indem er die Nade droppt und dann einfach schon wieder hochgeht, den kurz finisht und ihn dann auch easy holt. Also er macht ständig Pressure und über seine Map-Kenntnisse, er nutzt seine taktische Ausrüstung und nimmt einfach so easy Teams, 1 gegen 3 Teams auseinander. Und das ist schon wieder, schaut mal, er hat es schon wieder gemacht. Ja, er hat einen gesehen, also wir gucken nochmal kurz zurück, weil es halt einfach schon wieder macht. Ist eigentlich was man wirklich gut mitnehmen kann, wenn man da hoch geht, die Zip, weil das ist ja ein ganz beliebter Potspot hier. Ja, schauen wir mal. Er nutzt halt die Map-Kenntnisse einfach aus. Er sieht ihn und in Ranked ist selten jemand alleine. Ne, das weiß er auch. Er geht jetzt hier hoch, hat den super Head-Glitch auf die, kriegt aber direkt Shots, kann ihn aber noch knocken und droppt dann runter. Also alle von uns, würde ich behaupten, die zugucken, die hätten maximal jetzt den da noch geholt und wären dann auseinandergenommen worden von dem anderen, weil das in der Situation im Kopf zu haben, ja, ich kann noch da runter droppen und sich dann auch, wenn man die Zip hochgeht, einfach mal schon wieder so positionieren. Schon wieder macht der Druck mit der Granate, holt schon wieder 2 Schildbrüche, also einmal blau, einmal rot, er hatte ja einen genockt, ne, und wagt es jetzt nochmal und geht hier wieder auf der Kante, macht Druck, kann ihn knocken, sogar holen. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Stellt sich wieder schön an die Kante, sucht einen Head-Glitch. Ja, weiß jetzt aber auch, er hat jetzt nicht mehr die Informationen, die haben die Smokes gesetzt, die sind jetzt weg, was auch immer. Er hat keinen Überblick mehr. Ihr wollt immer einen Überblick haben und möglichst risikofrei in die Situation gehen. Also die einzig richtige Entscheidung, die Biffle hier macht, ist halt einfach, den Kampf abzubrechen. Er hat einen rausgeholt von denen, hat die Punkte geholt, er hat zuvor das Team geholt und baut den Fight jetzt wieder neu auf. Einfach krass gespielt. So, nächste Situation. Wir wissen, Radar, sage ich in jedem Video, lernt das Radar zu nutzen, lernt euch Vorteile zu verschaffen mit Informationsvorteilen, lernt das Radar zu nutzen, das Radar zu interpretieren. So, und ein ganz wichtiger Tipp für Ranked, das machen wir auch noch zu wenig, schaut, dass ihr so oft wie möglich euch ein Advanced UAV schnappt. Mit Advanced UAV habt ihr immer die Echtzeitdaten, keine verzögerten Daten. Ihr wisst, in welche Richtung die Leute gucken. Ihr wisst, auf welcher Ebene sie sind. Extrem, extrem wichtig. Und das seht ihr auch, wenn ihr ihm zuschaut. Ständig haben die Advanced UAVs. Auch übrigens bei WSUW, was ich eben am Anfang meinte, da geht es viel ums Thema Geldmanagement. Es geht die ganze Zeit darum, Geld zu haben für Advanced UAV, weil es einfach so stark ist. Und ich lasse die Situation einmal kurz durchlaufen, stopp nicht so viel und schaut aber schon mal oben links aufs Radar, was da abgeht. Unten geht einer down. Biffle schaut ständig aufs Radar, kann ihn jetzt holen. So, und sein Mate ist jetzt hinter ihm. Sie pushen jetzt zu zweit runter in den Tunnel, dass hier jetzt einer ja schon ja, genockt war. Hat er sich ja gerade angesagt. Und holen jetzt das ganze Team raus. Und dann geht es auch schon direkt in die nächste Situation, die wir uns dann auch anschauen. Aber damit das Ganze nicht zu lange geht, spule ich nochmal ein Stück zurück und gebe dann meinen Senf dazu. Also, die Situation, hier beginnt das ganze Spiel.
Wir sehen hier, wo unsere Leute sozusagen sind, also Biffle und sein Team. Habt immer eine Awareness dafür, wo eure Teammates sind, ganz wichtig. Und wir sehen natürlich auch hier sehr viele Gegner und aber, ja, auch hier diese Gegner vor allem. Und wir sehen auch, dass unser Grüne, der hat ja diesen Dreieckspfeil mit so Strichen drumherum. Das heißt, der schießt gerade. Also, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man halt ganz klar, der ist im Tunnel, ohne dass er das jetzt auch sagt. Das weiß man dann, wenn man aufs Radar guckt. Und er schießt, das heißt, er schießt auf den, der ist im Tunnel. So, und der hier ist auch im Tunnel, weil das ist ja auch so ein Pfeil mit so einem kleinen Pfeil nach unten. Das heißt, er ist eine Ebene unter Biffle. Das heißt, er muss hier unten irgendwo in der Erde sein, ja, also im Tunnel. Also weiß Biffle einmal aufs Radar gucken. Er weiß, sein Mate schießt da auf einen, also gegen 2 Leute im Tunnel. Und hier ist dann noch einer über ihm, was wahrscheinlich der dritte ist. Das kann also gut sein, dass der hier an der Tür ist, also auf dieser Ebene. Nicht auf dieser Ebene, auch nicht auf der, auch nicht auf der. Es ist höchstwahrscheinlich auf der Ebene da hinten, wo es runter zu dieser Tür geht, in den Tunnel rein, ne? So, damit hat Biffle jetzt schon mal mit einmal aufs Radar gucken einen groben Überblick. Jetzt geht sein Mate grün unten down. Er callt natürlich und da hat er, das was ich gerade predicted habe mit der Tür, hat sich hier genau bestätigt, also predicted, aber Biffle wird das in dem Moment schon gewusst haben. Und weiß natürlich, dass hier einer ist, hat hier ein bisschen Glück, dass er nicht zu krass überrascht wird, kann ihn rausholen und einer von den 3 ist ja schon, man hört, Wiederbelebungskit, den holt er sich jetzt. Und jetzt ist es nur noch das Jagen des Letzten. Mit der Waffe natürlich kein Problem. Aber ganz kurz aufs Radar geguckt und das Radar richtig interpretiert mit Advanced UAV. Und da gehen wir direkt weiter. Wir haben jetzt ja eine nächste Situation. Und zwar haben wir jetzt hier die Situation, man erkennt es gerade nicht so gut, aber jetzt schon. Aber dein Mate callt auch schon Kitchen, Kitchen, Kitchen. So, und wir sehen, wieder, also hier ist ein Pfeil, der hier mit keiner Ebenenfunktion. Das heißt, Biffle weiß in dem Moment, okay, der ist auf dieser Ebene. Dann ist ein Pfeil mit einem kleinen Pfeil nach unten und sein Mate sagt auch Kitchen. Das heißt, das ist hier unten die Ebene. So, jetzt ist noch ein Pfeil mit einem Pfeil nach oben da. Das heißt, der kann natürlich jetzt hier innen irgendwo auf diesem Cat sein oder auf dem Dach sein. Was Biffle jetzt macht, geht erstmal hoch und checkt, ob er auf dem Dach ist. Also Ausschlussverfahren. Jetzt weiß er, auf dem Dach ist er nicht. Also muss er da innen auf diesen Geländern gewesen sein. Auf jeden Fall jetzt unter ihm. Seine Mates sind ja auch, oder sein einer Mate ist jetzt auch unten. Und er droppt jetzt runter. In dem Moment kommt schon der erste Gegner in sein Fadenkreuz. Den kann er holen, beziehungsweise sein Mate kann ihn holen. Er hat ihn gefinisht und kriegt jetzt natürlich direkt im Anschluss wieder die Pings, die hier übereinander sind. Und von der Information zuvor mit Kitchen weiß er auf jeden Fall, dass mindestens ja hier einer noch sein muss. Und deswegen kann er jetzt hier einfach pre-shooten. Ne? Das ist der Grund, warum man pre-shooten kann, weil man einen Überblick hat. Er pre-shootet. Jetzt kommt er erst um die Ecke, nachdem er schon aufgehört hat zu pre-shooten. So, sie machen aber weiter Druck. Sein Mate hat jetzt in der Situation, den Biffle gepre-shootet hat, hier geholt und gefinisht und gibt jetzt die Calls, das hören wir jetzt, dass er unten aus dem Window raus ist. Und dann schneidet Biffle ihm den Weg ab. Ja. So einfach kann es sein, so einfach sieht es jetzt aus. Es ist aber nicht einfach. Es geht immer darum, die Informationen schnell zu verstehen, schnell aufnehmen zu können, richtig zu interpretieren, ja, nach dem Ausschlussverfahren vorzugehen, wenn man weiß, ne, der ist da, okay, der ist nicht oben, also muss er da sein. Das alles in der Stresssituation, die man ja eh schon hat, indem man vielleicht fightet, man muss moven, schießen, ganz viele Tasten gleichzeitig drücken, ja. Aber ich habe am Anfang gesagt, ich will euch zeigen, warum so Pros die Leute wie Bots dastehen lassen. Weil die Leute, die da so einfach killen, das sind Leute wie du und ich bin auch kein Bot in dem Sinne. Ja, ich bin ein fortgeschrittener Spieler, aber so ein Biffle würde mich auch so dastehen lassen, weil er mir von den Informationen her immer so weit voraus ist, dass er halt solche Moves machen kann, ja. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu einem Punkt, der wirklich für alle, egal in welchem Skill ihr seid, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Es ist für mich einer der wichtigsten Punkte in Rebus Ranked. Einer von den Jungs ist jetzt wiedergekommen, sie clearen hier zusammen, kriegt jetzt 4 Shots, aber sie sind zu zweit und ein Mate von denen, blau, ist gerade down gegangen. Jetzt schauen wir mal, was weiter passiert.
Gehen hier immer noch schön zusammen vor, clearen hier zusammen die Räume. Das ist auch wichtig, dass ihr dann in so Situationen schaut, dass ihr Händchen haltet bis zum gewissen Punkt. So, jetzt kriegen sie Probleme aus zwei Richtungen. Und was macht Biffle jetzt? Sehr, sehr wichtig. Er macht den Anker. Und ich habe ja in meinem anderen Video, was ich am Ende auch verlinke und euch unbedingt empfehle, gebe ich den Tipp auch. Es gibt eine Rollenverteilung, es gibt den Fragger, es gibt den Ingame-Leader, es gibt den Anker, nennt wie ihr es wollt. Ja, jeder hat so seine Aufgaben, aber ihr müsst, und das ist wirklich, wirklich das Wichtigste, gerade der Anker, ihr müsst flexibel sein. Biffle würde ich jetzt mal, zumindest in der WOSW ist er nicht der Ingame-Leader, das ist Hisoka. Er ist eher der Fragger, würde ich sagen. Aber es gibt halt Situationen, wo die Rollen dann tauschen. Ne? Man kann nicht immer fix sagen, du bist immer der Anker. Das geht halt nicht. Ne? Man stimmt sich vorher vielleicht mal ab und sagt, komm, ihr zwei pusht, ich bin der Anker. Oder halt noch viel wichtiger, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, Situationsüberblick, Situationsbewusstsein, verstehen, was gerade passiert und dann schnell reagieren. Das heißt, Biffle hat jetzt schnell reagiert, zusammen mit den Ansagen der Mates, dass er jetzt den Anker machen muss, damit sie halt in der Runde bleiben. Ja? Wenn alle 3 down sind, ist die Runde vorbei. Und Platzierungspunkte sind die wichtigsten. By the way, er hat 20 Kills und immer noch minus 56 SR. Deswegen, Platzierungspunkte sind das Allerwichtigste, um erfolgreich in Rank zu sein. Das heißt aber nicht, dass ihr die ganze Zeit campen sollt. Ihr sollt trotzdem besser werden, die Konfrontation suchen, aber dann in den richtigen Situationen sich zurückziehen und den Anker machen. Und das flexibel. Mal bist es du, mal bin ich es. Immer Situationsbewusstsein. Wir kommen jetzt zu einer Endgame-Situation. Ich muss schon grinsen, weil ich mir natürlich, bevor ich das so kommentiere, nochmal anschaue. Aber es ist wieder so gut gespielt. Und schau doch auch mal einfach mal, wie ruhig Biffle bleibt. Ne? Wie abgeklärt er einfach in den Situationen ist, was extrem wichtig ist. Einfach ganz trocken, ja, so wie jeder Profi in dem Beruf seinen Job machen. So, ihr kriegt hier krasse Shots, habt nur noch eine Platte. Und auch einfach mal, guck mal, sie chillen hier jetzt, ja. Einfach mal Tempo ein bisschen rausnehmen. Gucken, dass man die Platzierungspunkte erreicht. Und sich nochmal einen Überblick verschafft. Ganz wichtig. Sie sagen jetzt hier, man hat hier auch viele Punkte gesehen. Es leben noch 14 minus 3. Also noch 11 gegnerische Spieler. Sie haben hier viele Punkte gesehen. Aber sie haben auch irgendwie schon raus, oder Biffle, dass hier irgendwie nichts los ist. Ne? Das hat er stand ja hier in der Ecke, das hat er beobachtet, er wurde von hier oben beschossen. Einer der Mates hat hier die Tür Richtung Tunnel gecallt. Also das ist alles Informationen, und in der ganzen Zeit haben sie irgendwie rausgefunden, dass alles sich auf dieser rechten Hälfte befindet und nichts auf dieser linken Hälfte ist, wo aber ja jetzt die Zone ist. Ne? Und das ist das, was Biffle hier jetzt auch nochmal ein bisschen checkt. Er geht hier raus und sieht, da ist nichts, da ist nichts. Jetzt kommt ein ein Prezi. Und mit dem Prezi nutzt er sozusagen das Momentum, weil er weiß, dass sie oben unter Druck sind, in Deckung müssen, um eine super Position zu erreichen. Und genau das ist der siegentscheidende Move, den er jetzt einfach gemacht hat, ohne auch seinen Mates Bescheid zu sagen. Das hätte man vielleicht noch sagen können, dass alle dahin gehen. Aber so ist man aber auch wiederum aufgeteilt. Man hat verschiedene Winkel. Ne? Die können den jetzt callen. Er kann jetzt ihn holen. Und er nutzt jetzt auch wieder einen Headglitch. Ja? Guck mal, schaut mal, er hat jetzt oben, sieht er 2 auf Prison, zieht sich sofort zurück und nutzt jetzt den Headglitch. Geht ein Stück zurück und zeigt nur seinen Kopf. Auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Move. Ganz viele von uns wären hier links wieder rausgegangen, hätten den gleichen Spot zweimal gepickt, was man sowieso nie machen sollte, gerade bei sehr starken Spielern nicht. Nutzt hier den Headglitch, kann hier gute Shots setzen. Easy Kill. Zweiter Easy Kill. Habt ihr es gehört? Auf dem rechten Ohr ein Husten. Also ist jetzt klar, rechts Tunnel. Der kommt aus dem Tunnel durch die Zone. Sagt er jetzt auch. Ja, Kid in the tunnel behind me, also völlig klar. Er guckt jetzt, und es leben jetzt immer noch 8 gegnerische Spieler. Kann ihn jetzt holen und kriegt natürlich jetzt Shots. Pass auf, was Biffle jetzt macht. Crazy. Es leben total viele. Er hat ihn genockt. Map-Kenntnisse. Er jumpt rüber, Jump-Shot, und jumpt dann hinter die Mauer in diese Kuhle. Das kennt er halt, das weiß er. Deswegen kann er diesen Move hier machen. Ist jetzt hinter der Mauer, direkt plattieren. Immer sofort plattieren. Und jetzt einfach Third Party machen. Guck mal, die alle eben auf Prison sind im Prinzip viel zu spät rotiert. Biffle war der Einzige, der die Situation begriffen hat und frühzeitig sozusagen in die Power-Position rotiert ist. Guck mal, wie cool er bleibt. Also es ist wirklich krass. Wirklich gut. Ich lieb's.
So, nächste Situation, auch wieder super interessant, und zwar, dass man wirklich nicht immer so hinterher pusht, immer mit Köpfchen spielt. Das zeigt er hier wieder so wunderbar jetzt. Habt ihr Lodi, sein Mate oben, gelb auf dem Radar, sehen wir das, schießt bei Prison. Er macht sich auf den Weg dahin, sein Mate geht down. Sandwiched, two there in, also 2 sind da, hat er gesagt. Sucht sich einen Headglitch, die Mauer, guckt erstmal ein bisschen. Schleicht sich jetzt ran, hat jetzt gar nicht diese krassen Informationen. Ne? Er hat jetzt kein Radar, trotzdem ist er alleine, sein Mate ist vielleicht gerade nicht in Action. Und ja, er geht jetzt einfach den Fight mal ein. Sieht hier ein. Und guck mal, er geht da nicht einfach rein. Viele von uns würden da einfach reingehen und gucken, wo er ist. Nein, er bleibt außen am Fenster und nutzt hier den Headglitch. Wenn er jetzt aus dem Fenster guckt, hat er einen Vorteil, weil er hat einfach einen Headglitch. Pass auf, was jetzt passiert. Er lädt noch nach. Immer noch im Headglitch, die ganze Zeit im Headglitch. Nutzt immer Headglitches. Guck mal, er kommt einfach raus, ihm entgegengesprungen. Easy. Sieht jetzt den Terminator-Skin. Schießt auf den Terminator-Skin. Kann ihn dabei finishen und aufs Radar gucken. Sieht, dass jetzt noch 2 Leute da sind. Er hat also einen von den 3 jetzt geholt. Es sind 2 übrige da. Die sieht er auf dem Radar, kann jetzt ungefähr einschätzen, wo er ist. Aber nicht oben hinterher pushen, nein. Kurz chillen, nachladen. Neuen Winkel suchen. Steps über ihm. Geht jetzt hoch. So, und hat jetzt wieder einen Winkel gesucht. Und man sieht jetzt auch, der Terminator-Skin hat immer noch Fokus auf die Fenster vorne. Er kann ihn von der Seite überraschen. Wieder eine Situation, wo ich sage, das beobachte ich auch häufig in den Coachings. Jeder von uns hätte jetzt die Intention, was wäre die Intention? Ja, richtig, ihm hinterher zu pushen. Dem Terminator-Skin einfach straight hinterher zu pushen. Nein, er versucht zu predikten, wo er jetzt hingeht und versucht ihn den Weg abzuschneiden. Sieht ihn auch hier. Kurz chillen. Kurz stehen bleiben. Nicht direkt durchs Fenster, weil er ihn gesehen hat. Nein, kurz stehen bleiben. Er hatte da das Regal als Schutz zum einen Fenster, geht jetzt aus dem anderen Fenster raus. Slidet. Slide-Cancel um die Ecke. Habt ihr gesehen, wie der wieder einfach rausgekommen ist? Das verschafft ihm jetzt wieder einen Vorteil. Er hat ihn genockt. Was würden wir jetzt machen? Sofort hinterher rennen und finishen. Nein. Er bleibt kurz cool, hört, guckt, ob hier noch jemand ist. Jetzt kann er ihn finishen. Jetzt sieht er wieder den Waffenping. Nein, er sieht den Radarping plus einen zusätzlichen Waffenping. Das schauen wir uns nochmal an. So, jetzt. Also man sieht ganz klar diesen Waffenping ist da. Und, also hier kommen ja diese Wellen, ja, um diese Person rum. So, das heißt, das ist der Ping durch das Finishen und der Waffenping ist der hier. Das heißt, hier sind auf jeden Fall 2 Leute, dann auch 2 unterschiedliche Teams, weil der hat ja 2 von denen schon rausgenommen. Erstens, den ging am Anfang, dann den Terminator-Skin. Jetzt der dritte ist hier, auf den Weg macht er sich jetzt. Weiß aber gleichzeitig, dass da noch mehr ist. Ja? Wieder Informationen, verstehen, verarbeiten. Hört hier die Steps, kann ihn gut holen. Und dann halt somit wieder komplett alleine, auch aus Situationen heraus, da draußen am Fenster ein 1 gegen 3 rausholen. Ne? Und ist jetzt schon wieder im Fight gegen die nächsten Teams. Jetzt kommt ihm wieder einer rein, den kann er killen. Auch die sind oben auf dem Dach, aber weiter weg. Und jetzt hat er hier schon direkt wahrgenommen, also die 2 wurden gerade angezeigt. Der wurde davor angezeigt, also es sind irgendwie gegen 2 Teams. Und hier ist einer super close und das ist der Grund, warum er hier nicht rauspusht. Außerdem ist natürlich der oben auf dem Tower noch ein Grund, warum er nicht rauspusht. Ne? Ist super close, will ihn jetzt mit der Nate hier ein bisschen Schaden machen, kann ihn pre-shotten und so halt holen. Geht aber nicht raus. Warum geht er nicht raus? Jetzt geht er raus, aber guckt sofort auf, ja, auf den Franzosen Tower. Auch wieder ein schönes Beispiel. So, dann kommen wir zum nächsten Tipp. Biffel geht hier, soweit ich weiß, jetzt down. Und was ist das Wichtigste, wenn man down geht, richtig vernünftig regain? Sie haben hier ihren Lodi. Und jetzt wissen sie aber, wenn man mal auf die Uhr schaut, dass jetzt gleich der Schlussverkauf kommt. So, und das heißt, Biffel nutzt jetzt hier die Situation, um einfach alle Kisten so schnell wie es geht zu looten, so viel Geld wie möglich zu sammeln. Und dann haben sie haben jetzt schon 14.000, ne? Das heißt, sie können dann sogar, je nachdem, zweimal, also einmal direkt 3 Drohnen kaufen, 3.000 eine Drohne, also 9.000 und ein Advanced UAV ziehen. Und wenn sie über 18.000 haben, was sie jetzt fast haben, können sie nochmal 3 Drohnen kaufen. Ja. Und schauen wir mal, was sie machen. Aber was ich damit sagen will, jetzt kommt der Schlussverkauf, das wissen sie, also immer bei ca. 1,6 oder 7 bei der dritten Zone. Und haben jetzt wieder ihr Advanced UAV und wie wichtig das Advanced UAV in, ich sag mal,
ja, so Runden ist, in Ranked ist oder auch in Turnieren ist. Das kommt jetzt so langsam ja rüber, hoffe ich. Wichtiger Tipp, solltet ihr unbedingt mitnehmen, den Tipp. Nutzt den Schlussverkauf. So, und jetzt noch eine Sache, die wir auch viel zu wenig machen. Also all die Jungs aus meinem Discord, die mir zuschauen und mein Team, mit denen ich gerne zocke, das müssen wir unbedingt auch mehr umsetzen. Biffel ist hier alleine, macht wieder alleine die Teams fertig und man sieht schon, die Teammates machen dort den Auftrag. Auch hier übrigens, schaut mal, wie Biffel nicht sofort hinterher pusht. Wieder dieses nicht immer hinterher pushen. Du hast immer einen Nachteil. Er wartet einfach und lässt den Gegner eher kommen. Das ist die bessere Wahl. Egal. Kommen wir zurück zum Tipp. Sie haben den Auftrag gemacht. Und zwar, jetzt sehen sie die Endzone. Und haben wieder Geld. Also, nutzt oder macht auch auf Liebes. Das ist nicht nur für Battle Royale Verdansk Ranked wichtig. Wir holen jetzt hier übrigens wieder sich höchstwahrscheinlich eine Drohne. Ja. Fürs Endgame und haben vorher den Auftrag gemacht und wissen jetzt, wo die Endzone halt ist und das ist ja extrem, extrem wertvoll, um sich jetzt schon gut zu positionieren. Also, Tipp, Aufträge machen. Vor allem dieser Zonenauftrag. Wichtig, richtig gut. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann lasst ihr jetzt unbedingt ein kostenloses Abo, Kommentar und Like da, um mich zu unterstützen. Vielen Dank. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was die wirklich wichtigsten Tipps für Rebirth Ranked sind, die man unbedingt am Anfang wissen muss, also so gesehen die Basics, dann schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.